Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute einmal, wie ich es angekündigt hatte, mein erstes Flipbook, was ich gebastelt habe. Und ja, wer wissen möchte, wie das innen drin alles aussieht, was da alles am Klappen ist und was ich benutzt habe und so, der bleibt gerne dran. Nach dem Intro geht's los. So, ganz zu Anfang möchte ich mich erst einmal bei euch allen bedanken für die lieben Kommentare und eure Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Das hat mich total gefreut. Recht herzlichen Dank dafür. Das freut mich total. Also das ist auch der Grund, warum ich YouTube noch so weitermache, weil immer echt wirklich ganz treue Seelen mit dabei sind, die immer kommentieren. Und ja, das baut einen ziemlich auf, weil ja schon meine ganzen Bastelvideos rein von den Klickzahlen her leider nicht so hoch sind. Ja, dann lege ich mal los. Und zwar, ich hatte vor geraumer Zeit mal dieses Gießkannen-Mini-Album gebastelt gehabt. Und zwar hatte ich da benutzt gehabt einen ganzen Block, und zwar von Simple Stories. Und da ist ja immer noch so ein großer Stickerbogen mit dabei. Und da von diesem ganzen Block hatte ich nicht mal die Hälfte gebraucht. Und dieser ganze Stickerbogen war eigentlich noch unbenutzt. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, du brauchst jetzt dieses ganze Papier auf und diesen Stickerbogen. Ja, und bei rumgekommen ist dann mein Flipbook. Also ich glaube, es heißt so. Wenn es nicht so heißt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So ist das Ganze jetzt geworden. Das ist von der Seite her ziemlich dick. Ja, also mehr passt da auch nicht rein. Ich habe geguckt, dass ich nicht zu viel Deko hinmache, damit das Ganze nicht platzt. Ich habe ja mit rosanem Papier gearbeitet, so diesen Fotokarton aus dem Bastelladen. Das sind, glaube ich, immer 300 Gramm. Das ist immer schön schwer. Habe dann gefalzt und mir erstmal die Grundform fertig gemacht. Als Verschluss wollte ich immer unbedingt mal hier so ein Perlengummiband machen aus quietschbunten Perlen. Habe ich dann auch gemacht. Eine Schleife habe ich genommen und ansonsten haben sich aber die ganzen Perlen immer von der Farbsortierung so ein bisschen wiederholt, aber ich wollte mal das benutzen, was so in den Schränken ist. Habe ich dann einfach hier unten, habe ich hier so ein Eyelet durch das Papier geschlagen und da einfach das Gummiband gefädelt, alles raufgefädelt, schön auf Spannung gemacht und dann von der Innenseite mit ja 3 Knoten einmal einfach nur zugeknotet und so simpel ist es so eigentlich dann gewesen. Also ich hatte schon vorher geguckt gehabt, ach, wie machst du das denn und so, weil man muss erstmal die dicken Gummis durch dieses kleine Eyelet da durchkriegen, muss man ein bisschen friemeln und drücken, aber hat dann super funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das Ganze einmal jetzt so. Hier habe ich noch ein Herzchen hingemacht, so ein Shabby-Herz mit einem Schmetterling, Schleifchen noch und die Vorderseite einmal aus dem Block auch wieder Papier verwendet und ich habe in dem ganzen Projekt nur mit so einem matten, goldfarbenen Papier benutzt, was es immer bei Teddy auch gibt in diesen Blöcken. Das ist ganz schön. Ja, einmal hier so ein Bild vorne und nochmal Hintergrundpapier aus dem Block und dann mache ich das Ganze mal auf. Man kann das Ganze dann ja aufklappen. Hier oben ist eine kleine Klappe. Ich habe mit allen Sachen mal gearbeitet, die ich so in den Schränken habe. Also Acetat, dann Vellum, alles Mögliche wollte ich unbedingt mal hier mit ja, hineinbringen, was ich so habe. Ja, hier habe ich eine kleine Tasche gebildet aus Acetat, wie man sieht. Ich habe das Ganze mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt und damit man die Streifen nicht sieht, habe ich eben halt hier mit so einer Goldrandstanze, also mit diesem Goldpapier von vorne und einer Randstanze habe ich einfach hier die Seiten dann verschönert, das draufgeklebt, damit man das nicht durchsieht und habe einfach aus diesem Block von den ganzen Stickern 3 mit draufgeklebt, damit es ein bisschen bunt ist. Dann habe ich noch ein kleines ja, Banner-Tag gemacht aus dem bunten Papier, aus den ganzen Resten. Ich will ja immer nichts übrig behalten. Jetzt ist das Ganze auch mal scharf und habe dann hier auch noch ein paar Sticker mit aufgebraucht, ja, Blümchen und alles, was da noch so übrig war. Habe hier einfach einen Kreis genommen, habe den einmal gefaltet, hier so ein Brad durch und schon ist hier so ein Mini-Banner fertig. Kann man dann hier reinstecken und könnte man noch ein bisschen was draufschreiben. Dann kann man das Ganze einmal aufklappen. Hier habe ich gar nichts gemacht, nur oben einen kleinen Sticker, ganz simpel, damit eben halt hier das auch so clean bleibt. Und dann kann man das Ganze aufklappen. Ganz unten habe ich auch noch mal eine
Tasche gebildet mit blauem Papier, auch wieder nochmal Sticker drauf. Dann hatte ich von dem alten Mini-Album einmal noch einen Shaker übrig. Habe ich hier mit Papier so eine kleine Klemme hinter gemacht und dann kann man das hier, egal wo in diesem Album, einmal mit dazu klemmen. Weil den wollte ich jetzt nicht noch so rumliegen lassen, den Shaker. Da hatte ich mir so viel Mühe gegeben mit der Gießkanne. Und hier unten, das Karierte ist auch aus dem Stickerbogen. Und dann habe ich noch einmal hier das Herz benutzt. Das ist so eine Stanze von KS Craft, glaube ich. Weiß gar nicht, Nicole hat die designt. Das ist so eine, ja, wie so eine Hosentasche soll das darstellen. Und das hat so schön gematcht zu vorne dem kleinen Herz, diesem Shabby Herz, weil es immer genau dasselbe Muster ist. Deshalb einmal habe ich das hier reingemacht mit. Kann man dann ja auch noch was mit reinstecken, weil man hier so eine kleine Tasche hat. Dann habe ich nochmal hier so ein Banner-Teilchen fertig gemacht. Mag das total gerne irgendwie, ja, immer diese ganzen kleinen Banner zum Aufhängen, diese kleinen Tags hier. Da nochmal die Sticker mit verteilt, Papier. Hier wieder so ein Kugelkettchen benutzt, die mag ich auch so gerne. Und ich habe mal mit so einer Klemme hier gearbeitet und so einer Tesselstanze. Also hier ein bisschen diese Tesselstanze benutzt, das paar Mal übereinander gelegt und mit so einer Klemme, die eigentlich für so eine Bänder geeignet ist, wo man auch so Tessel machen kann, das einfach nur zusammengeklippt und mal so rangehangen. Mal was anderes halt. Und dann habe ich hier in dieser großen Tasche einfach aus dem Blog die ganzen Bilder, die waren, und Sprüche so gelassen, wie sie sind. Ich habe das alles nur einmal gerade ausgeschnitten und einmal die Ecken abgerundet. Und dann kann man ja, wenn man das möchte, einmal die Fotos auf der Rückseite überall mit draufkleben. Es war in dem Blog eine so eine ganze Seite mit diesen ganzen quadratischen Sprüchen und Bildern. Sieht man auf der Rückseite, ist alles ein Papier. Das habe ich jetzt alles nur klein geschnitten und habe das hier in diese Tasche einfach nur mit reingesteckt. Hintergrundpapier, auch aus dem Blog, einfach nur diese Drachen. Und dann kann man das alles hier reinstecken, hat genug Platz und könnte da sehr viele Fotos mit hineintun. Das ist die zweite Klappe. Und dann kommen wir einmal zur Mitte. Ich hoffe, das ist gut zu sehen. Da habe ich Klappen gemacht, die man insgesamt 3-mal ausklappen kann und habe die verschlossen mit Brads und so ein Band. Das Band hier, das habe ich mal im Teddy gekauft. Das ist so eine Nylonschnur in rosa Holo. Ich komme jetzt mal näher ran, dann sieht man das vielleicht. Das ist so ein bisschen steiferes Band. Und damit es nicht auftrudelt, habe ich das hier zwischen 2 Kreise geklebt. Einen Knopf drauf noch. Das ist ja immer so meins. Und dann kann man das jetzt einmal hier einmal so abwickeln und kann das Ganze dann aufmachen. Ja, und dann habe ich ganz viel geleert und hatte geguckt, was passt hier auf dieses Viereck an ovalen Stanzen und habe dann gestanzt, geleert, geklebt, die Brads, die Enden versäubert, damit das nicht so zu sehen ist. Ja, alles zusammengeklebt und deshalb sieht das von vorne so aus und dann kann man das Ganze einmal aufmachen. So, linke Seite, rechte Seite einmal auf. Dann hat man hier wieder nochmal eine große Mitte. Habe ich auch nur das Papier einfarbig gelassen, weil ich dieses Karo-Papier so super finde, gerade mit dem Grün und mit dem Gelb. Und habe hier nur auch, hatte ich von dem Mini-Album noch übrig gehabt, einmal das Herz hier raufgeklebt mit dem Sticker und dem Schmetterling und hier nochmal ein Sticker. Und die großen Bilder aus dem ganzen Blog kann man dann hier so reinschieben. Und dann haben die da ihren Platz gefunden. Die Variante habe ich gewählt. Und dann habe ich jetzt zur linken Seite einmal eine kleine Tasche gebildet. Habe hier oben eine kleine Girlande gestanzt, zusammengeklebt und habe auch ganz viele von diesen ganz kleinen Kärtchen immer jetzt als Fotokärtchen gedacht, dass man das überall so reinstecken kann. Hier habe ich auch nochmal, das ist Stickerboard aus dem Blog gewesen. Ja, eine Schleife, noch so ein Die-Cut. Und dann kann man das so reinstecken und könnte da Fotos mit reinmachen. Dann kommt die nächste Klappe. Hier habe ich einmal mein Fuse-Tool rausgeholt und wollte unbedingt mal was machen, aber mein Rädchen funktioniert nicht mehr so gut. Ich hatte nur noch so eine Spitze, also habe ich einmal hier so ein Tag einfach mal einfoliert und habe das nur mit der Spitze geschlossen, aber es ist trotzdem was geworden. Und das Ende, das ist jetzt ganz gerade hier, fällt nichts raus. Habe innen drin was reingeklebt, ein paar Sequins mit reingetan, ein paar Blümchen und außen auch eben
mit Sticker benutzt, um das Ganze mit aufzubrauchen. Und hinten auch nochmal ein paar, ja, so kleine Schickerteilchen und ein paar Blümchen ausgestanzt, einfach draufgeklebt. Als, ja, Tag. Sinn macht das Ganze nicht, aber ich finde, es sieht irgendwie, ja, lustig aus. Und deshalb kommt das jetzt hier einfach noch, hier habe ich so ein Band gegengeklebt. Einfach hier so drunter geklebt, bevor ich das Designpapier draufgeklebt hatte. Eine dicke Blume drauf, wieder einen Sticker benutzen, dann kann man das hier einfach so drunter schieben. Und dann nächste Klappe, nochmal eine kleine Tasche. Wieder schön die Sticker mit verbraten. Kann man wieder ein Foto reintun. Dann habe ich eine eine Vellumtasche gemacht, genau. Aus so einem anderen Action-Block, die haben noch immer diese Vellumblöcke und da habe ich mal so kariertes Papier genommen. Hier oben habe ich einmal mit so einem Kreisstanzer hier so eine kleine Griffmulde reingekattet. Auch wieder nur mit den Stickern gearbeitet, dass man diese ganzen Klebestreifen nicht so sieht. Und dann kann man auch wieder seine ganzen Fotos hier mit hineintun. Da seht ihr jetzt diesen Halbkreis, den ich da einmal ausgestanzt habe. Und hier ganz links außen nochmal so eine große Ecke und da auch nochmal 2 so Bildchen mit drin. Dann kann man einmal das wieder zusammenklappen. Das war einmal die linke Seite. Dann kommen wir noch zur rechten Seite. Hier habe ich auch wieder mit, ja, Vellum gearbeitet. Und die Mini-Albumstanze von Globaland ist das. Und die habe ich dann einfach hier unten nur so, weil die Vorrichtung hatte für die Seite, für die Lasche, habe ich das genutzt und habe das eben dann auch Klebeband mit drauf getan. Und dann kann man das halt hier so aufklappen. Andere Seite genau andersrum gemacht, dass man das eben so rum aufklappen kann. Und dann hat man, hier habe ich Papier drauf geklebt, wieder ein Sticker. Und dann kann man das so zuklappen und habe nochmal mit der Stanze auch die Ränder dann abgeschnitten. Und hier nochmal so ein, ja, Tag gemacht, so ein Tag-Flip mit so einer auch Öse, mit so einem Brad, das zusammen gemacht, wieder Sticker verbraucht, einmal mit Vellum, einmal mit Acetat, um die ganzen Sticker unterzukriegen und Papier, ganz normal. Könnte man auch Fotos draufkleben und dann kann man es hier einfach nur reinlegen und wieder zumachen. Dann geht das Ganze auch wieder einmal auf. Hier habe ich jetzt einmal schon hier die große Tasche mit den Fotos und Stickern. Ganz simpel gelassen. Kann man das wieder wegklappen. Und dann habe ich noch einmal eine andere Stanze ausprobiert, die auch ein Fenster mit dabei hat, wo ich dann Acetat reingeklebt habe. Wieder was für so eine Fototasche. Dann habe ich kleine Briefumschlagstanze benutzt. Das ist, glaube ich, hier Globaland gewesen. Und hier habe ich jetzt auch nur einen Sticker genommen. Einmal hier Stickerpapier von unten, so ein Klebe-Dot hier für Luftballons ist das, glaube ich. Hatte ich mir so eine Packung bestellt bei Tidi. Hier diese Klebedots und dann klebt das darauf nicht fest und dann kann man das hier aufklappen, den Briefumschlag. Und jetzt sind hier auch noch mal kleine Kärtchen drin. Und dann kann man das so wieder ganz flach einmal zumachen. Wollte ich unbedingt mal so einen Briefumschlag mit reintun. Und ganz rechts außen habe ich kleine Büroklammern unter das Papier gelegt, bevor ich das drauf geklebt hatte und habe dadurch eben 2 kleine Halterungen an der Seite, wo man noch mal was mit drunter schieben kann, entweder ein Foto oder was auch immer. Und hier habe ich einfach wieder ein paar Banner zusammengewerkelt mit einem, ja, mit so einer Bird. Also total cool. Ich mag das ja immer, einmal so jetzt bunt gemischt. Ich wollte alles mal ausprobieren, was ich so gesehen hatte auch und was ich selber gut fand. Bei anderen, die was gebastelt hatten, so ein Flipbook, habe mir so ein paar Inspirationen geholt. Auf Pinterest, finde ich, kann man immer sehr gut gucken und habe dann einfach mal losgelegt, geguckt, was ich an Papier da habe und habe wirklich bis zum letzten Zipfel habe ich dann auch alles mit aufgebraucht. Ja, und dann kann man das Ganze wieder schön zusammenklappen. Einmal zumachen. Ich mache es jetzt gerade rum, dann vertüdelt sich das nicht. Und dann weiß ich, da ist immer mein Anfang. Meine Gießkanne wieder unten mit rein. Die mache ich immer ein bisschen mittig hin, dann kriege ich das da besser zu. Mein Tag noch und dann ist das ein, ja, sehr dickes Flipbook, aber ich bin wieder einen Block- und Stickerbogen, ja, ärmer.
darf man wieder bestellen. Nein, Witz. Aber ich habe das alles aufgebraucht. Freue ich mich drüber, dass das auch so alles funktioniert hat, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ach ja, und das Gummi, das kommt einmal, ich zeige es nochmal, da unten, das dicke Knüdelchen hier, das sind so 3, 4 Knoten, habe ich richtig festgezurrt, die Enden abgeschnitten und ja, mit ein bisschen Kleber alles so verschweißt, dass das nicht aufgeht. Und dann schön auf Spannung und dann hält das auch. Ja, schön bunt, passt zu den ganzen Farben, zu dem ganzen Papier. Sehr frühlingshaft. Ja, das war einmal mein erstes Flipbook. Ja, ich finde es ganz cool, passend zu dem anderen Album. Bin ich froh, dass ich das Papier weg habe. Ob da Fotos reinkommen, ja, ich hoffe irgendwann mal. Ist ja immer so eine Sache, dass man erstmal so eine ganze Fotostrecke findet, wo man dann was hat, dass man auch hier reinmachen kann. Aber ich denke, man kann viele Fotos reinmachen, die groß sind. Das ist das Gute, dass das alles nicht so klein ist mit den ganzen Klappen. Da passt ordentlich was rein. Ja, lasst mir gerne einen Kommi da, wie ihr das findet. Ja, nächstes Video werden 2 große Hauls werden. Ich habe bei Pandahal bestellt, nicht wenig. Ich mache meine Schubladen noch mal voll mit, ja, ich habe mal durchgeguckt, was könnte ich mal noch gebrauchen auf lange Frist gesehen, weil ich habe das Gefühl, AliExpress und Co. werden jetzt doch ganz schön teuer, zumindest die Packungseinheiten werden immer kleiner und Porto kommt dazu. Und bei Pandahal habe ich alles Mögliche noch mal super gefunden, Warenkorb voll gemacht und das ist angekommen und das ist nicht wenig und deshalb werden das 2 Videos werden, damit das nicht zu viel ist. So, ja, dann habt ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!